WPC Terrassendielen. Planeur hat ein sehr schönes Konzept entwickelt und ich möchte Ihnen das in diesem Video präsentieren. Mein Name ist David Fuchs und will Sie einladen, sehen Sie sich das an, schauen Sie sich dieses Video an und gucken Sie, was Sie aus so einer Terrasse, wo alte Platten lagen, mit den WPC Terrassendielen von Planeo alles machen können. Terrassendielen ist ja ein ganz schönes und gutes Thema und das macht auf jeden Fall was her, wenn Sie Ihre Terrasse damit ausstatten. Aber bevor es da überhaupt losgeht und bevor Sie die erste Anfrage starten und darüber nachdenken, da müssen Sie sich echt ein Bild machen über Aufbauhöhen, welche Möglichkeiten Sie noch haben, wenn Sie vor allem auf alte Bodenplatten oder Betonplatten oder irgendwie auf Kies und Schotter draufgehen. Dass Sie sich einfach überlegen, wie viel Aufbauhöhe habe ich da eigentlich noch. Genauso ist es auch wichtig, dass Sie als Beispiel vom Haus eine gewisse Flucht haben oder eine gewisse Neigung haben, zum Beispiel so 2%. Das sollten Sie auch nochmal wissen, falls mal Regen von der Seite reinkommt, wenn es nicht überdacht ist, dass das Wasser auch abfließen kann. Das sind so ein paar Grundvoraussetzungen, die gelten ja für alle Terrassen, aber dass Sie auch hier sich einmal ein gewisses Bild machen, dann natürlich ein Aufmaß auch nehmen als Beispiel. Dann gibt es die Möglichkeit auch bei uns im System, dass Sie eine Aufbauhöhe bekommen mit so gewissen Stützen. Die können Sie dann einstellen. Das brauchen wir jetzt hier in diesem Video nicht, aber da werden wir noch weitere Videos zeigen. Wir wollen jetzt loslegen mit der Unterkonstruktion, haben die ganze Fläche mit so einem langen Richtscheit geprüft, eventuell Bodenwellen, sollte das der Fall sein, nochmal die Platten rausnehmen, nochmal reinlegen, schön abziehen sozusagen, dass wir eine Ebene bekommen mit einer gewissen Neigung vom Haus weg. Und wir wollen jetzt starten mit den Dielen und fixieren die auf den Platten. Unterkonstruktion richten wir gleich aus. Wir haben hier 2 Höhen, die flache Seite nach unten, also wird aufgelegt und dementsprechend mit 30 cm Abstand werden gleich die Dielen gelegt. Aber zu Anfang auch nochmal ein Hinweis, damit Sie überhaupt wissen, wie Sie die Unterkonstruktion hinlegen, ob Sie das jetzt so legen oder so legen, hat das was damit zu tun, dass Sie sich einen Kopf machen müssen, wie Sie die Dielen ausgerichtet haben wollen. In diesem Falle wollen wir die so legen. Wollen Sie die in die andere Seite legen, das heißt die Diele in die Richtung haben, was ja auch durchaus möglich ist, kein Problem, dann muss die Unterkonstruktion im Querverbund eben ausgelegt werden. Wir wollen starten, wollen jetzt die erste Diele fixieren und zeige Ihnen dort auch den nächsten Schritt. Die Unterkonstruktion ist auch aus WPC, also auch witterungsfest und schön robust. Eine Hohlkammer, das heißt, Sie haben in der Mitte hier auch einen Steg. Und damit wir das Ganze auch auf dem Boden schön dübeln können, sollten Sie ein Loch bohren, vorbohren. Aber achten Sie drauf, so ein bisschen im Versatz, dass wir vorne in der Mitte den Steg nicht bekommen. Und dann, wenn Sie das gemacht haben, vorgebohrt haben, dann können wir auch die Diele ausrichten. Wir legen die erste hin, schön an die Kante dran, nehmen uns gleich einen Bohrer und werden gleich das erste Loch machen und verdübeln. Das Ausrichten der ersten Diele ist ganz entscheidend. In diesem Falle mit der Flucht der Wand hier. Das richten wir auch aus. Und da ist es auch wichtig, dass wir gleich von vornherein berücksichtigen, die Wandabstände einzuhalten. Das heißt, so gute 7 bis 10 mm von den Wänden wegbleiben. Das gilt auch nachher mit den Dielen, weil die ja auch durch Temperaturen und so weiter arbeiten. Das machen wir zuerst. Wir haben hier einen Abstandskeil hier drinne, richten das aus und setzen gleich den Betonbohrer an. Der Betonbohrer ist deswegen wichtig, damit Sie schön sauber in das Material unten reinkommen. Auf keinen Fall mit einem Metallbohrer machen oder so ein bisschen Zeit sparen, das geht nicht. Aus dem Grunde, gleichzeitig können Sie auch nicht mit einem Betonbohrer durch das Material hier durch, deswegen vorbohren. Ich zeige Ihnen das jetzt erste Bohrung, ausgerichtet ist es. Nochmal schön lang gehen und es geht los. Das machen Sie mit jeder Diele, auch wenn sie nachher geschnitten wird. Mindestens 2-mal fixieren mit dem Untergrund, verdübeln mit dem Untergrund. Sie können es auch öfter machen, aber mindestens 2-mal.
Möchte jetzt die ersten Dübel reindrücken, aber hier kann man das auch nochmal ganz schön sehen. Wenn die Bohrung zu dicht an der Wand ist, in diesem Falle war es eben 2 cm, mussten wir noch 1 Zentimeter weggehen, dann kann das schon mal sein, dass so ein Putz wegbricht. Achten Sie darauf, schön Abstand halten von der Wandfläche, so wie wir es jetzt auch gemacht haben. Und dann kann man auch den Dübel sofort da reinarbeiten. Jetzt nehmen wir eine Unterkonstruktion und Sie sehen jetzt halt eben, das müssen wir hier reinarbeiten, schön reinschneiden, schieben das schön dran, an die Ecken dran, führen es ran und markieren uns die Position, wo wir es kappen müssen und schneiden das ganz einfach und arbeiten das gleich, wie wir es gesehen haben, mit Vorbohren und Dübeln auch an diese Stelle. Bitte auch hier mit 2 Befestigungspunkten. Die zweite Reihe der Unterkonstruktion, und hier ist nochmal ein kleiner Tipp, wir fangen jetzt nicht von rechts an, damit wir nicht immer wieder die gleiche Schnittkante haben, wir fangen jetzt immer im Versatz an. Jede zweite Reihe wird unterschiedlich halt eben ausgerichtet. Hier in diesem Falle machen wir das von der Seite. Dann haben wir so kleine Vorrichtungen uns geschnitten, Abstandsbretterchen. Wir haben jede Reihe zu Reihe 30 cm Abstand. Bitte unbedingt einhalten. Nicht zu groß, weil Sie sonst Bewegung oben auf der Diele bekommen. 30 cm, arbeiten ran an 2 Punkte und dann machen wir es genauso, wie Sie es eben gesehen haben. Vorbohren, verdübeln, schrauben, das machen wir jetzt. Die ersten 2 Reihen haben wir jetzt ausgerichtet von der Unterkonstruktion, schön im Versatz, Abstände eingehalten, die Bohrer oder die Bohrung gesetzt, die Dübel reingemacht. Die sind schön fest und mit diesem Prinzip machen wir jetzt die Terrassenfläche einmal komplett fertig.
Die Unterkonstruktion haben wir jetzt schön eingearbeitet, verdübelt, alles richtig gut und ordentlich. Und jetzt möchten wir hier mit den Dielen beginnen und auszurichten. Hier kann man auch sehr schön sehen, das ist eine Vollmassivdiele. Gibt es natürlich als Hohlkammern auch, ist etwas günstiger. In diesem Fall machen wir aber die Massivdiele richtig schön ordentlich. Rutschhemmende Oberfläche, hat auch 2 raue Seiten oder 2 Profile auf der Oberfläche, sodass Sie sich auch aussuchen können, wie Sie das machen. All das entscheiden Sie im Vorfeld, bevor Sie das Ganze verschrauben. Wie beginnt man jetzt die erste Reihe? Dann nochmal folgender Hinweis. Es gibt diese kleinen Klipse und Profile. Wir wollen ja von der Oberfläche keine einzige sichtbare Schraube haben. Das bedeutet auch nicht am Ende, dass man irgendwo hier so eine Schraube reinjagt. Deswegen gibt es diese kleinen Profile. Die setzt man vorher an den Ecken überall an. Komplett dran. Schön auch bündig dran schieben. Dann ist es auch ganz hilfreich, das zeige ich auch nochmal am Anfang, wenn Sie da einen Kollegen oder Mitarbeiter noch haben, verwenden Sie das auch am besten zu zweit. Und dann einen Akkuschrauber, wo Sie den Bohrer schon mal drin haben zum Vorbohren und den anderen zum Festschrauben. Am besten gleich mit den Dielen verarbeiten, immer mit 2 Akkuschrauber arbeiten. Die Klipse haben wir jetzt überall dran und jetzt wollen wir die erste Reihe als Diele ranarbeiten. Aber bevor wir auch das machen, müssen wir ja zuerst die auf Maß schneiden. Das heißt, an dieser Kante wollen wir halt eben auch eine Treppenstufe haben und müssen jetzt halt eben nochmal ausmessen, wie weit wir hier rüber gucken lassen oder die Diele weiter rausgucken lassen. Folgender Punkt, wir haben eine Unterkonstruktion, die wieder drankommt, noch eine Diele, die von dieser Seite drankommt, da haben wir ca. 59 mm. Das messe ich einmal aus. 59, 60 mm. Ich mache meine Markierung. Das ist genau dieser Überhang, den wir brauchen, um nachher eine saubere Kante zu haben. Das schneiden wir jetzt ab und arbeiten die Diele dran. Diele ist jetzt zugeschnitten und jetzt passen wir die schön ran. Schieben sie bis ganz nach vorne dran. Sauber. Und dann kann man halt eben nochmal mit dem Gummihammer nachbearbeiten und die Diele halt eben in Position bringen. Wollen die zweite Dielenreihe ausrichten oder anbringen, befestigen und das geht auch wunderbar mit solchen kleinen Clips. Die werden dazwischen in die Zwischenräume reingesetzt und das machen wir jetzt genauso. Wir legen jetzt immer ein Plättchen rein, bohren die vor, wie Sie es eben auch schon gesehen haben und sofort danach wird sie auch festgeschraubt. So auch, wie ich das schon gesagt habe, dass man von oben an den Dielen keine einzige Schraube sieht.
Klipse haben wir jetzt überall montiert und jetzt wollen wir die zweite Reihe ranbringen und das machen wir am besten mit so einem Gummihammer. Je länger die Dielen sind, hier zum Beispiel 4 Meter, desto wichtiger wird der zweite Helfer. Das machen wir jetzt einmal. Einige Worte und Gedanken, noch ein paar Ideen und Tipps auch noch zu dem Thema LEDs und Lampen. Wir wollen ja hier jetzt auch die LED-Position aufbringen, die erste. Und da ist es ganz wichtig, das haben wir Ihnen vorbereitet, dass Sie natürlich die Verkabelung dann auch dementsprechend schon auslegen. Für die Einzelteile gibt es im Shop ja bei uns genug Informationen, Verlängerung, Einzelstücke. Schauen sich die einzelnen Positionen an, das, was Sie brauchen, addieren Sie, rechnen Sie zusammen, machen sich vorher so einen kleinen Lampenplan. Das ist immer ganz, ganz hilfreich. Wie kriegen wir jetzt die LEDs schön auf die Diele aufgetragen? Dafür gibt es so Bohraufsätze, das ist jetzt ein 38 mm Querschnitt, Durchmesser. Das ist genau das Richtige, um nachher die LEDs rein zu platzieren. Und die nehmen Sie dann genau auf die Position, die Sie benötigen und machen die Bohrung. Ich zeige Ihnen das einmal. Wenn Sie die Bohrung gemacht haben, dann einfach nochmal mit so einem Cuttermesser ein bisschen einen Grat entfernen. Das wäre nochmal ganz wichtig. Sollten Sie auch nochmal tun, so als kleinen Tipp. Wenn das einmal erledigt ist, schön sauber, dann haben Sie hier die LEDs und einmal durchführen. Deswegen machen Sie das immer auch Diele für Diele. Nicht erstmal die ganzen Dielen fertiglegen und dann drücken Sie es von oben rein. So einfach ist das. Und dann können Sie das wunderbar von unten halt positionieren und sofort mit der nächsten Reihe weitermachen. Wir sehen uns gleich. Die Fläche ist verlegt, die Dielen sind schön eingearbeitet. Man sieht das ja auch schön vorne, die Schnittkanten, die Abdichtungen oder die Abstände sind da, die Fugen sind schön deutlich. Und jetzt gibt es eben zwei Zubehörartikel, die ich Ihnen ja auch einfach an der Stelle vorstellen möchte. Einmal für die Schnittkante haben wir so ein Winkelabschlussprofil. Das ist ja so ein echt gutes Material, auch aus der gleichen Farbe und aus der gleichen Serie. Das können Sie nachher wunderbar nacharbeiten. Hier sieht man das, legt man später drauf. Die nimmt man später auch für die Treppen, ist das gleiche Material. Und wie werden die befestigt? Vorbohren. Und die können Sie entweder an den Dielen befestigen oder an der Unterkonstruktion. Aber entscheiden Sie sich, an welcher
an welcher Stelle Sie das machen, sodass Sie nachher nicht mit den Schrauben einmal quer oben und unten hingehen, sondern schön in einer Linie. Das einmal, dieses Winkelprofil können Sie ringsrum um die gesamte Terrasse befestigen. Das werden wir auch gleich tun. Das werden Sie auch in der Nahaufnahme dann sehen. Dann möchte ich Ihnen aber auch so ein Abdichtungsband vorstellen. Das ist dafür da, wenn Sie zum Beispiel so eine Terrasse draußen machen, nicht überdacht, mit sehr viel Laub, kommen immer wieder die Fragen, was kann ich tun, damit das nicht, der Schmutz nicht dazwischen kommt oder, keine Ahnung, Familie ist da, es wird gegrillt, wird gegessen, ich möchte ungern, dass das da reingefegt wird und so weiter. Wie kriege ich das Ganze dicht? Dafür gibt es solche Abdichtbänder. Die haben wir auch im Programm, können Sie auch bei uns bestellen. Und die bitte, wenn Sie die haben wollen, bitte planen Sie das so, dass Sie das, bevor Sie die Profile dran machen, unbedingt die Abdichtungsbänder komplett reinarbeiten. Das ist relativ simpel. Ich zeige Ihnen das. Wenn Sie das dann bei uns bestellen, das wird reingedrückt. Und dann gehen Sie einfach mit der Hand so rüber, schön vorbereiten. Also man merkt es schon, es fügt sich wunderbar ein und das Ganze ist schön dicht. Hervorragendes Material. Ich kann es nur empfehlen, für die, die Angst haben, dass da Dreck reingeht, kaufen sich auch diese Abdichtungsbänder. Hier auch nochmal ein paar Informationen zum Verarbeiten der Unterkonstruktion und halt eben den Dielen, WPC-Dielen auf Treppen. Sie sehen das hier schon, wir haben ja einige Stufen, sind 4, 5 Stufen oben mit dem Podest. Das wollen wir auch komplett mit dem WPC-Dielen verarbeiten und verlegen. Was macht man da am besten? Achten Sie drauf, Maß nehmen, Breite nehmen, dann mit der Unterkonstruktion folgender Fall. Sie fangen von unten an und arbeiten nach oben. Zuallererst nehmen Sie die Setzstufen, die hier vorne, die montieren die und dübeln die fest, so wie Sie es auch schon in diesem Video kennen. Und dann obendrauf nehmen Sie dann die Trittstufen, also die Unterkonstruktion für die Trittstufen. Auch die ganz normal zuschneiden, festdübeln, drauf machen. Das sieht dann so aus. Nachher kommen hier die Dielen drauf. Das wäre die Vorgehensweise. Und das machen Sie dann halt eben, bis Sie oben angekommen sind. Wir haben das dementsprechend uns schon vorgeschnitten, werden das auch in diesem Video auch zeigen. Das werden wir dann alles aufarbeiten, draufdübeln, festmachen. Und dann, wenn das einmal fertig gemacht ist, werden wir die Dielen oben drauf arbeiten. Das sehen Sie dann nachher auch. Ja, ihr Lieben, die Arbeiten sind jetzt soweit abgeschlossen. Wir haben jetzt die Dielen verarbeitet, die Treppen sind angearbeitet. Hier oben auch die Plattformen sind fertig, die Blende sind vorne auch durch. Wir haben die Profile oben drauf gearbeitet, wie hier auch. Das Licht brennt. Die Terrasse ist fix und fertig mit den Planeo-Terrassendielen. Wenn Sie das zu Hause planen, nochmal ein Tipp,
Ganz wichtig sind die Maße. Sie müssen unbedingt die Maße kennen bei sich zu Hause. Messen Sie die durch, bevor Sie bei uns eine Bestellung auslösen. Wir helfen Ihnen da sicherlich auch sehr, sehr gerne per Telefon oder E-Mail oder halt eben ganz normal per Chat, wie Sie das wünschen, dass Sie genau auf die richtigen Mengen der Dielen kommen, auf die richtige Farbe, lassen Sie sich Muster zuschicken. Das Material ist hervorragend, sehr langlebig, sehr angenehm, pflegeleicht. Kaufen Sie sich das. Wir helfen Ihnen dort gerne, sollten Sie da weitere Fragen haben. Wir hoffen, Ihnen mit diesem Video gedient zu haben. Folgen Sie weiter den Kanal. Wir werden Ihnen noch weitere Tipps und Tricks auch dazu zu Terrassen und Belege dazu geben. Alles Gute noch, bis dann.